Von diesem Felsen wollte ich schon seit Jahren angeln. Das geht aber trockenen Fußes nur bei Windstille, Ebbe und keinem Regen. Seltene Konstellation in Westnorwegen. Solche Kletterabenteuer solltet ihr niemals alleine unternehmen, wenn ihr die Stelle nicht kennt. Kein Stein ist dort jemals von anderen auf Festigkeit geprüft worden, kein Ast auf Halt. Auch ist eine zusätzliche Unfallversicherung empfehlenswert. Solltet ihr bei solchen Unternehmungen euch zum Beispiel das Bein brechen, übernimmt keine normale Krankenversicherung die Bergung an solchen Orten. Achtung! Kelp ist doppelt rutschig. Zum einen, weil es darunter nass ist und zum anderen, weil die Blätter lose sind. Halbhohe oder hohe Trekkingboots sind natürlich Grundvoraussetzungen bei solchen Aktionen. Allerdings bieten Gummisohlen, egal wie sie auch beworben werden, keinen Halt auf solchen Untergründen. Oh, Gott, das ist glitschig. Das hat sich aber jetzt nicht gelohnt. Unerwartet flach ist es die ersten 5-6 Meter um den Fels herum. Das sah auf der Tiefenkarte positiver aus. Aber zumindest eine tolle, exklusive Aussicht. Reiserouten sind auf solchen Touren natürlich auch empfehlenswert, da man sie einfach in so einer kleinen Tasche auf dem Rücken transportieren kann und so die Hände frei hat. An hängerreichen Spots immer mit einem Gummifisch und Einzelhaken beginnen. Vielleicht 6 Meter maximal, aber für Dorsche ausreichend. Nahrung in Form von Krabben und Garnelen scheint es hier genug zu geben. Hoppala. Da war schon einer. Krass. Flachsten Wasser. Die Verbindungen sollte man bei Steckrouten regelmäßig kontrollieren. Besonders wenn man noch Schweres vorhat und Fische herausheben will. Daher fische ich auch hier mit meinem schweren Setup, einer 120 Gramm Rute und einer 8000er Rolle. Die Sinkphase des Jigs immer kontrollieren. Manchmal kommt da schon der Biss. Ja, guck an, der erste doch schon wieder. Aber er ist zu klein wahrscheinlich. Ne? Aus dem Tang da raus. Ja, der ist zu klein. Naja, aber die Idee war richtig. Vielleicht kann man wirklich einen Quick-Release machen und der Fisch hakt sich aus. Lass mal ausprobieren. Und ich habe mal Glück und der Haken schuppelt sich frei. Hier nicht. Okay, da muss man leider hochheben. Knapper 50er, schätze ich. Naja. 52 tatsächlich gemessen. 50 Zentimeter ist mein persönliches Mindestmaß, was ich empfehlen würde. Offiziell beträgt das Mindestmaß von West- bis Südnorwegen allerdings nur 40 Zentimeter. Bitte nicht mitnehmen, der Fisch hat dann noch nicht mal abgeleicht. Anfang Juli 26 habe ich vollkommen unerwartet sehr viele Dorsche hier in Westnorwegen gefangen, allerdings die meisten unter 50 Zentimeter. Ich glaube, das ist dann mein kleinster überhaupt. Auch natürlich wieder freilassen, sofern nicht der Haken da schonend entfernen lässt. Meine Güte. Und die Hälfte Gemüse. Fühlt sich nur so schwer an. Ja. Krass. 3 Stück, wenn auch Hochzwerge. Das hier sind ja halbe Hosen nur. Zumindest einer hatte 72 cm, wie ihr in einem Short gesehen habt. Komm schon. Und untermaßig, das kann man schon fühlen.
Und insgesamt der Dorsch Nummer 5 für heute. Vielleicht ist jetzt maximal 2 Stunden insgesamt geangelt. Wahnsinn. Also Dorsch gibt es echt in Massen, aber eben, ich wiederhole mich da, nur so Zwerge hauptsächlich. Bis auf den einen Ausnahmefisch. Um diese Jahreszeit ist normalerweise der Pollack hier der dominierende Fisch. Also den habe ich jetzt überschätzt. Ist das vielleicht der gleiche von vorhin oder was? Die sind ja nicht so die hellste Katze auf der Torte, die Dorsche. Ja, hoppala. Dann halt auch ins Wasser. 6 insgesamt. Krass. Ich glaube, der könnte diesmal vielleicht Maß haben. Oder? Wird sich zeigen, ob wir den zurücksetzen. Oder nicht. Vielleicht 46. Ich neige eher zum Unterschätzen der Fische. So im Nachhinein denke ich beim Betrachten der Bilder, einige hatten sicher über 50. Mein persönliches Maß. Aber es schadet sicherlich nicht dem allgemein zurückgehenden Dorschbestand, dass ich sie doch zurücksetzte. Schwupps. Auf dem abenteuerlichen Felsen gab es am Ende noch einen Pollack dazu. Der hatte offensichtlich mal in einem Fischernetz gehangen.